Montierst du deine Wallbox in der Einfahrt oder an einem anderen Standort, der für fremde Personen zugänglich ist, dann solltest du sicherstellen, dass deine Ladestation nicht unerlaubt genutzt werden kann. Und genau da kommt der RFID-Chip ins Spiel. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und in diesem Video erkläre ich dir, was eine RFID-Funktion ist und was sie mit deiner Wallbox zu tun hat. Los geht's! RFID steht für Radio Frequency Identification und dient dem kontaktlosen, verschlüsselten Datenaustausch. Ein RFID-System besteht immer aus einem RFID-Transponder und einem RFID-Lesegerät. Das Lesegerät kann zum Beispiel in einer Wallbox integriert sein, der Transponder in einem RFID-Chip, einer Kreditkarte oder der Tesla-Karte. Hältst du nun den RFID-Chip oder die Tesla-Karte an deine Wallbox, können die Daten, die auf der Karte gespeichert sind, über elektromagnetische Wellen ausgelesen werden. Aber wozu brauchst du eine Wallbox mit RFID-Funktion? Eine Wallbox mit RFID-Funktion dient dazu, den Zugang zur Wallbox zu beschränken, bzw. kontrolliert zu erweitern und zu personalisieren. Das kann in unterschiedlichen Fällen relevant sein. Hast du deine Wallbox zum Beispiel an einem frei zugänglichen Ort montiert, willst du wahrscheinlich nicht, dass jeder deine Ladestation verwenden kann. In diesem Falle brauchst du einen RFID-Chip wie diesen hier, weil dieser den Zugriff zur Wallbox beschränkt. Halte ganz einfach deinen RFID-Chip oder deine RFID-Karte in die Nähe deiner Wallbox, damit die Informationen zur Zugriffsverwaltung ausgelesen und für deine Identifizierung genutzt werden können. So kann niemand ohne Berechtigung deine Wallbox verwenden. Willst du den Zugriff kontrolliert erweitern, zum Beispiel um deinen Nachbarn, deiner Familie oder Freunden das Laden zu ermöglichen, ist das kein Problem. Sie brauchen dazu einfach eine RFID-Karte bzw. einen RFID-Chip. Hält beispielsweise dein Nachbar seinen RFID-Chip an die Ladestation, ist er zum Laden autorisiert. Wichtig ist, dass alle RFID-Karten bzw. RFID-Chips vor der ersten Nutzung angelernt werden müssen. Erst danach kann die Wallbox die Informationen auslesen und die Personen identifizieren. Dem GoE Charger liegt übrigens schon ein angelernter RFID-Chip bei. Für Wallboxen, die nicht öffentlich zugänglich sind oder für die du das Ladeverhalten verschiedener Nutzer nicht aufzeichnen möchtest, brauchst du in der Regel keine RFID-Funktion. Ein anderer Fall, bei dem eine RFID-Funktion Sinn macht und im Grunde Standard ist das Laden von E-Autos bei Bürogebäuden. Hast du Ladestationen mit RFID-Funktion, kannst du als Unternehmer sicherstellen, dass lediglich berechtigte Personen, also zum Beispiel ausschließlich Mitarbeiter, die Ladestation nutzen können. Eine Wallbox mit RFID-Karte kann übrigens auch hilfreich sein, wenn du die Ladevorgänge für jedes Elektroauto getrennt voneinander abrechnen möchtest. Das kann gerade dann vorteilhaft sein, wenn du gesetzlich verpflichtet bist, den Stromverbrauch pro Ladevorgang und E-Auto zu protokollieren. Oder du bestimmten Personen Ladevorgänge mit deiner Wallbox kostenpflichtig anbieten möchtest. Übrigens, wenn du den Ladevorgang deines E-Firmenautos mit deinem Arbeitgeber abrechnen möchtest, muss deine Wallbox in den meisten Fällen zusätzlich noch mit einem MID-Zähler ausgestattet sein. Die Ladestationen am Markt, die mit einer RFID-Funktion ausgestattet sind, kosten bis zu 2.000 €. Die GoE Charger haben eine RFID-Funktion und liegen preislich bei rund 700 €. Du kannst also, sofern du das möchtest, den Zugriff zum GoE Charger beschränken. Insgesamt können bis zu 10 Nutzer in der GoE-App angelegt werden. Der GoE Charger ermöglicht es zudem, Daten für die verschiedenen Nutzer als CSV-Datei zu exportieren. Standardmäßig kannst du auch ohne RFID-Autorisierung laden. Du kannst also diese Funktion entweder deaktivieren oder aktivieren. Kaufst du dir einen GoE Charger, wird automatisch ein GoE RFID-Chip mitgeliefert. Du kannst aber zusätzlich noch weitere GoE RFID-Chips kaufen, solltest du anderen Personen Zugriff zu deiner Wallbox gewähren wollen. Was du als Transponder verwenden kannst, ist je nach Ladestation unterschiedlich. Im Falle unserer GoE Charger können die meisten RFID-Chips oder Karten angelernt werden. Das heißt, du kannst in der Regel auch deine EC- bzw. Bankomatkarte verwenden. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Falls du noch weitere Fragen hast, lass uns gerne einen Kommentar unterhalb des Videos da. Oder besuche unsere Website oder unseren GoE-Blog. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Tim von GoE.